Hi, heute soll es mal um Baumarktpflanzen gehen. Ja, und zwar, was ist gemeint mit Baumarktpflanzen? Momentan, wir haben jetzt November gleich, wir haben jetzt Ende Oktober, da fangen jetzt die Baumärkte an und schmeißen Pflanzen raus. Das sind zum Beispiel ein paar kleine Eiben, die sind jetzt nie aus dem Baumarkt, die sind jetzt aus dem Fressmann, das ist so ein Sonderpostenmarkt. Also die waren jetzt 1,50 € und das ist jetzt zum Beispiel auch ein ganz interessantes Teil. Das könnte mal eine schöne Halbkaskade werden. Also da gibt es momentan, ich zeige euch noch ein paar mehr Beispiele, momentan wunderschöne Pflanzen. Und zwar gibt es die alle im Angebot. Also wenn man das sieht, so eine Eibenjungpflanze, klar ist jetzt natürlich nicht für einen Bonsai-Profi, der jetzt sagt, oh, was will ich mit so einer kleinen Pflanze, aber für einen Anfänger sind das wirklich tolle Pflanzen. Und die gibt es in allen möglichen Varianten, von groß bis klein, mit interessanten Wurzeln. Natürlich muss man immer mal gucken, man muss die Sachen aus dem Topf nehmen, man muss sie umpflanzen, man muss sie korrigieren. Aber es ist auf jeden Fall eine super Pflanzenbeschaffung für 1,50 € für so eine Eibe. Selbst wenn man zu Hause sagt, man will sich eine Hecke pflanzen, sind die perfekt. Also das kann man auf jeden Fall machen. Was es auch gibt, gibt auch so ein paar kleine Cotoneaster. Das ist hier eine kleinblättrige Sorte. Das sind wunderschöne Pflanzen, wunderschönes Rohmaterial für Shoin. Oder so eine kleine Fichten. Das geht auch. Genau aus dem gleichen Markt. Ihr seht es ja am Topf. Und bin ich auch sehr zufrieden. Die Heidelbeere, die hatte ich schon mal in einem Video davor gezeigt. Oder vor 2 Videos haben wir an der mal geschnitten. Das ist auch so eine Baumarktpflanze gewesen. Und ich muss sagen, wenn ich bei der ein bisschen dran bleibe, wird das auch ein sehr schöner Baum. Also solche Materialien kann man im Baumarkt finden und jetzt im Winter kann man die auch perfekt dort abholen und man kann gucken wegen der Verzweigung, man kann an den Wurzeln fühlen. Einige Gehölze haben auch schon das Laub abgeworfen, dann sieht man den Stamm noch besser. Also wirklich perfekt. Kann man echt mal gucken im Baumarkt. Genau, das ist auch noch eine Pflanze aus dem Baumarkt, die es damals im Herbst zu kaufen gab. Das ist ein Amelanche Alamaki, das ist eine Kupferfelsenbirne. Ja, die sind alle noch auf dem Weg zum Bonsai. Die müssen alle noch in eine ordentliche Richtung geführt werden, müssen noch Verzweigungen aufbauen. Aber auf jeden Fall zum Zeigen, dass ihr wisst, da kann man mal ein gutes Schnäppchen machen im Baumarkt. Das ist jetzt auf jeden Fall die Zeit. Verpasst das nie, geht in die Baumärkte, guckt euch um. Es ist zu 90% hauen die Baumärkte die Pflanzen raus. Alles, was sie nie verkaufen können, müssen sie wegschmeißen. Also die Saisonware, gerade wie Gehölze und sowas, schmeißen sie zum Teil wirklich weg. Und das ist halt echt traurig. Deswegen geht mal in die Baumärkte. Man kann in den Baumärkten jetzt schöne Fächerarme finden, 50% reduziert. Solche Pflanzen, Kiefern, alles Mögliche kann man jetzt wunderbar in den Baumärkten ergattern. Und ich muss ehrlich sagen, es ist manchmal wirklich schönes Material dabei. Also es ist nicht alles Scheiße, was aus dem Baumarkt kommt. Und ja, greift da wirklich zu. Jetzt habe ich noch eine Sache, die ich euch mal zeigen wollte. Das hat zwar jetzt nichts mit dem Baumarkt zu tun, aber das hier ist zum Beispiel so ein Veredelungsmesser. Ich habe das jetzt schon ein bisschen gehabt, das ist schon ein bisschen dreckig. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die habe ich bei Wish bestellt. Also Wish ist ja auch so ein China-Online-Handel. Und ich war da wirklich erstaunt über die Qualität. Also das ist ein Veredelungsmesser. Ich weiß, den Preis kann ich euch jetzt nicht mehr suchen, müsste ich jetzt raussuchen. Das ist auf jeden Fall auch was gewesen, was ich mal versucht habe ich einfach mal bestellt. Dann hatte ich noch ein bisschen Wurzelhormon bestellt. Das waren so 5 so kleine Tütchen. Die sind auch super gewesen. Also wenn ihr mal sowas sucht oder gerade wie Kunststoffschalen oder sowas, findet man dort auch. Und da kann man sowas auch günstig herkriegen. Natürlich ist klar, alles was so normale Schalen sind, sowas holen wir beim richtigen Händler in Deutschland, weil die brauchen auch Unterstützung. Aber so ein Zeug, das kann man einfach mal probieren. Das ist mal so eine Spielerei und ein Versuch ist es mal wert. Gut, das soll es auf jeden Fall mal von so einem Video gewesen sein heute. Ist ein bisschen kürzeres Video, aber
Auf jeden Fall muss ich ehrlich sagen, verpasst es nie, in die Baumärkte zu gehen oder in den Sonderpostmarkt. Hier ist nochmal so eine kleine Eibe. Es lohnt sich wirklich und man kann echt aus solchen kleinen Zeug, gerade bei Eibe ist es ja auch schwierig, die zu drahten. Man muss ja immer bedenken, die Eibe, sobald sie größere Äste hat, kriegt man die gar nicht mehr so ordentlich und so leicht gebogen. Und deswegen, ja, geht einfach mal gucken, geht raus, guckt euch das an. Man kann wirklich ein schönes Schnäppchen finden. Gut, das soll es gewesen sein. Wenn ihr dann mal sehen wollt, was wir aus solchen Eiben und sowas machen, dann lasst gerne mal ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.